Alrighty. So, und damit herzlich willkommen und ein Servus an euch alle. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, kurz vor dem Serverspiel. Und ja, jetzt wollte ich glaube ich noch da in das Trainingsgelände reingucken, wegen neuer Fähigkeiten. Wobei ich mich recht entsinne. Ja. Ja, wollte ich. Wollte ich auf jeden Fall. Alles klar. Dann wollen wir mal, würde ich sagen. Oh, Gemeinheit. Jawohl. Oh, nein. Nö, ich will nicht meine eigene Medizin schmecken. Nein. So muss es laufen. Das ist ja die Frage. Traue ich mich die zwar auch noch? Mit drei Level weniger. Achso, geht ja noch gar nicht. Na gut, dann gucken wir beim Son Gohan. Machen wir bei dem schnell noch weiter. Hey. Jawohl. Läuft. Das läuft ja super. So. Ja. Dann holen wir uns mal das Kamehameha für unseren Gohan. Ist ja auch mal hier. Aua. Au. Hey. Oh. Ja. Hey.
Jawohl. Nur noch eins ist weg. Ja. Weg mit dir. Oh. Gut, gut, gut. Oh. Aua. Hey, hallo. Was macht denn der Mögen hier? Ui, ja. Hey. Ja, genau. Hey. Hier. So. Dann rüsten wir das gleich aus. Die tun wir uns wahrscheinlich leichter. Ach, verdammt, das falsche, aber kein Problem. Wenn wir hier was zum Freischalten haben, ist das immer gut. Das ist gut. Mehr Schaden, wenn der Gegner ein höheres Level hat. Das ist immer gut, das ist nie verkehrt. So. Packen wir die rein. Packen wir das auch gleich noch rein. So. Ja. Ach. Packen wir da gleich noch diesen Kampfinstinkt rein. So. Was hat er hier? Was hat er hier? Ah, der Folgeenergiestrahl. Nee. Brauchen wir nicht. Super kann man noch verbessern. Ah, okay. Ah, okay, gut. Also dafür brauchen wir Level 50. Aber wir können die Genki Dama noch verbessern jetzt. Läuft. Ja, genau. Können wir die noch verbessern. 3 Level. Ja. Probieren. Kriegen wir schon hin irgendwie. Was ist denn hier los? Genau. Aber man sieht schon, es ist weitaus weniger Schaden, als wie wenn man auf dem gleichen Level ist oder wenn man drüber ist. Aber das sollte auch sein. Uah!
Uiuiui, das war's noch. Oh. Hey. Kann man gleich weggebracht, den ersten. Da geht sie mal ab hier. Ja. Und dann da so. Das sollte eigentlich nicht passieren. Oh. Hat den seine Meine einfach absorbiert. Ja. Jawohl. Nur ein weg. Ja klar, macht alle Kleinen jetzt hier. Ihr kriegt alle euer Fett weg. Nur keine Panik. Oh, komm. Leute. Komm. Hey, hallo. Darf ich auch mal wieder? Ja, genau. Komm. Technik wieder. Oh. Ja, genau.
Weg mit dir! Alter! Und weg mit dir. So. Geht doch. Geht doch. So. Und beim Gohan noch 3. Und dann können wir langsam los. Oh, schade. Gut, bloß nicht treffen. Genau. Geht's weg von mir. So. Nummer 1 ist weg. Wow. Die Scheiße. Ich setze zwar selber gern ein, ja, gebe ich zu. Aber wenn es selber abzieht, dann ist es nicht so prickelnd. Sechs Zuschauer, wow! Leute, ihr seid ja Wahnsinn! Finde ich super! Oh. Ich sollte vielleicht auf die Energie gucken. Und dann weg mit dir! So. Wo habe ich jetzt das nächste Lagerfeuer? Da irgendwo, glaube ich. Ja, ruhen wir uns mal kurz aus. Dann geht es mit dem Kämpfen auch wieder einfacher. Kurze Verschnaufpause. So. Und weiter geht's. We got a keeper. So.
Rennen kann er jetzt nichts mehr werden. Erst wenn du 50 hast du da. Wie sieht es bei dir aus? Aber jetzt können wir das klären schon. Okay. Dann wollen wir mal. Jawohl. So, das können wir nicht sein. Oh, okay, ich bin nicht. Oh. Schade. Das ist hier. Dann wieder aufladen hier. Oh. Der war mies. Wow. Das ist hier. Richtig hier. So. Machen wir, können wir uns um dich kümmern hier. So. Noch einmal. Ja, packen wir mal rein. So. Schauen wir mal. Ja. Nee, so nicht. Oh, schade. Wow. Oh. Oh. Die lassen wieder eine drauf hier. Oh ja. Hehe, war schneller. Gefällig. Oh ja.
jetzt weg? Ja. Nee, ich will den anderen. Der ist schon angehittet, oder? Ja, eine Sätze mehr. Nichts mit euch. Nichts geht. Hey. Komm. So. Nummer 2. Und Nummer 3. Jetzt. Ja. Weg mit dir. Und drauf. Da. Geht doch. So, beginnt dann erst bei 50. So. So. Hat man die kleine Frau. Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich die nicht benutzen? Mysteriös. Okay. Ich muss alles in meiner Macht Stehende tun. Ja, da hast du recht. Und jetzt machen wir weiter. All right.
Happy hunting! Als erstes soll das sowas kochen. Das mache ich. Okay. Das brauchen wir einmal. Ui, zweimal gleich. Nicht schlecht. So. Und jetzt aber. Aha, dann lasst es euch schmecken, Jungs. So. Passt. Passt. All right. Happy Und hunting! jetzt machen wir weiter. Chi-Chi, will this do for the ingredients? Back already? That's my husband for you. I can't wait to dig in! I'll fix us something nice, so hold your horses. Ta-da! Finished. Oh, wow! It smells delicious! I tried broadening my culinary horizons for the occasion. Set your expectations high, boys. Man, I can't wait! You'll have to. No eating until we reach the picnic spot. Then let's get going! All right. Das war doch klar, dass der nur ans Futtern denkt. It's been ages since we've gone out together. This will be fun. I'd do anything for some tasty grub, but I've never been big on this driving business. Why don't we just take the Nimbus? Way easier. Because then it wouldn't be a family drive, now would it? Plus, a trip by car has a little something called ambiance. Is that it? That's what I'm talking about. Hey, Goku, remember the first day we met? When we rode on your flying Nimbus? Of course I do. We went to see Master Roshi to borrow the Bancho fan. Yep, that's right. When I was riding behind you, I already knew that we had to get married. Huh? Really? Ah, such beautiful memories. Since the day we were first engaged up until our reunion at the World Tournament, all I could think about was meeting you again. Mom seems happy to be spending time with Dad. When that heart disease hit him, she was really worried. I know. I should excuse myself. They'd probably enjoy a bit of time alone together. Sorry, I just remembered some stuff I have to do. Mind going on ahead without me? I'll catch up as soon as I can. Huh? But Gohan, we've been planning this for... Don't worry. I know the spot. Plus, I can fly there faster than you can drive. You two enjoy the ride. If you say so. Shall we, Goku? It'll be just the two of us. Sounds good. See you later, Gohan. What should I do now? Hey, someone's calling. I wonder who it could be. Hello? This is Gohan. Oh, hey, Gohan. It's me, Bulma. Can you put your dad on the line? Oh, you want Dad? Sorry, him and Mom just left. He did? Oh, rats. Then I just missed
him. Is something the matter? Maybe. You see, we're at my place fixing up the android that Krillin brought back. He needs a replacement chip in his head, but we don't have the materials to make it. I did some research, and it looks like the metals we need can only be found in your neck of the woods. I was hoping your dad would be able to help out in that department. Oh, is that all? I'd be happy to help. I'm free anyway. Really? Oh, that'd be great! Thanks! Okay, I'll rattle off the stuff we need. Ready? Memorit dreimal. Got it. I'll have these in a jiffy. Oh, you're a lifesaver, Gohan. This isn't a bad way to spend an afternoon. Ja, da sagst du was. All right. Danke, Uwe, für dein Abo. Super Seitchen-Transformation ist verfügbar, schön. Braucht man bloß nicht, weil er ist ja die ganze Zeit schon. So. Ja, steht. Das Problem ist, haben sie wieder mehrere. Ja, okay. Das ist Versteck. Ja, dann kümmern wir uns zuerst um die 2 Nebenquests. Würde ich sagen, oh. Ja. So nicht. So macht man das nicht. Gibt wieder ein paar Seelenabzeichen. This thing's filled with power. There's an oasis. You're up against me now. Geht's doch weg von mir. Aua. Weg mit dir. Wow. Weg mit dir. Ach, du gehst da noch. I better hit the books when I get back. Ohne Unverschämtheit. So. Was macht ihr? Hey! Wer bist du? Ich habe auf dem Planeten Namek gegen euch gekämpft. Wow, ich kenne deine Stimme. Du bist der kleine Hosenscheißer von Namek. Huh? Warte. Du siehst völlig anders aus. Was zur Hölle ist hier los? Hey! Egal, wir müssen rausfinden, wie wir verdammt nochmal hier gelandet sind. Yeah! Ja, du siehst aus, als wüsstest du was. Also, los, spuck's aus. Ja, kommt seid her. Gibt's wieder ein bisschen was zum Lachen. Yes. Ihr seid auf der Erde. Ihr seid hier, weil wir euch mit den Dragon Balls zurückgewünscht haben. Mr. Ginyu hat sich in einen Frosch verwandelt und ist davon gehopst. Why? Wie meinst du das? Captain Ginyu ist ein Frosch. Hat er seinen Körpertausch vermasselt oder was? Hey! Warum solltest du uns zurückwünschen? Wir sind deine Feinde, schon vergessen? Yes. Tja, ich dachte, vielleicht ändert ihr euch ja und werdet unsere Verbündeten. Whoa! Verbündete? Was? Willst du jetzt etwa dem Ginyu-Sonderkommando beitreten? No. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ach so, du willst dich dem Sonderkommando anschließen. Das Ginyu-Sonderkommando ist ein Elitetrupp aus Kriegern und wurde auf Befehl von Lord Freezer persönlich gegründet. Captain Ginyu wurde mit der Auswahl der Teammitglieder betraut. Um eine ausgewogene Mischung zu gewährleisten, wählte er verschiedene Kampfspezialisten aus.
Nachdem ich sein Schützling geworden war, holte er Rico aufgrund seiner Stärke und Bata wegen seiner Geschwindigkeit ins Team. Und zur Abrundung wählte er schließlich Guldo, der kein großer Kämpfer ist, aber die besondere Fähigkeit ist, die Zeit anhalten zu können. Yeah. Es gab noch einen weiteren, Onyu, den Kopf. Ach ja, dieses Mädel, das aufgehört hat, weil sie dachte, unsere spezielle Kampfpose wäre öde. Indeed. Sie hat kein Stilgefühl. Du allerdings, um uns zurückzuholen, damit du dich dem Kommando anschließen kannst, zeig, dass du Stil hast. Hey. Du warst ziemlich schwach, als ich gegen dich gekämpft habe. Du bist noch nicht stark genug, um beizutreten. Yeah. Aber wenn wir keine 5 Leute für unsere spezielle Kampfpose haben, sehen wir lächerlich aus. Wir können ihn wohl vorübergehend aufnehmen, bis wir den Captain gefunden haben. Yeah. Guter Punkt. Yeah. Aber er kann nicht einfach ohne irgendeinen Test mitmachen. Ich hab's, geh darüber und denk dir eine stylische Pose aus, die uns aus den Socken haut. Wenn du das schaffst, bist du dabei. What? Eine stylische Pose? Wie wäre es damit? That's enough. Abscheulich! You jerk. Die ist nicht gut genug. Wait a Weißt du sec. überhaupt, was stylisch bedeutet? Hey. Du solltest dich schämen. Das ist aber ziemlich schroff. Hey. Ich schätze, du besitzt auch keine Spezialfähigkeiten wie Guldos Zeitstopp. Tut mir leid, aber wir können dich nicht ins Bingo-Sonderkommando aufnehmen. Hey. Ach komm schon, geben wir ihm noch eine Chance. Wie wäre es, die Stärke des Kleinen zu testen? Hi. Du willst doch nur gegen ihn kämpfen, oder nicht? Erwischt. Yeah. Egal, dann kämpfe ich auch gegen ihn. Ich will sehen, was er drauf hat. Hey. Hey, das ist unfair. Wenn ihr gegen ihn kämpft, will ich auch. Ich hatte schon ewig keinen guten Kampf mehr. Hehe, schon viel besser. Oh nee, alle 3 auf einmal gleich. You got it, Naja, kriegen wir hin. Wir sind ein Super Saiyajin. Aber das wird wohl kaum passieren. Oh, verdammt. Hey. Der ist weg. Oh. Ach ja, die sind ja total unter meinem Level. Jetzt müssen wir... Und tschüss. Jawohl, 49. Der Chat ist on. Ah, jetzt, da seid ihr ja. Hat anscheinend der Chat gehangen. Und ja, servus Marco, hi Jaco, der Stefan ist auch da, servus. Der Owe sagt auch mal kurz moin. Und der Reinhold, mein Lieber, du bist auch da, servus. Komisch. Jetzt habe ich offen, das muss die scheiß App sein. Wie geht's euch, Leute? Ja, was das mit dem Sound wieder ist, keine Ahnung. Ich habe nichts verstellt. Keine Ahnung. Das ist doch wohl ein Witz. Seine Stärke ist einfach unfassbar. Indeed. Captain Ginyu wäre stolz, einen so starken Krieger in seinem Sonderkommando zu haben. Hey. Ein ganz schön starkes kleines Kerlchen. Ich hätte keine Probleme damit, ihn aufzunehmen. Yeah. Ja, okay. Yeah. Deine Posen sind Müll, aber wenn du lang genug bei uns bist, helfen wir dir. Huh? Ich weiß nicht so recht, ob das eine gute Idee ist, sich mit solchen Typen anzufreunden.
Ich sollte wohl vielleicht auch an meinen Posen arbeiten, was? Vielleicht sind sie mir ja irgendwann mal nützlich. So. Läuft. Und 4 Abzeichen. Läuft noch besser. Packen wir die gleich rein. Alte Angeber. Mensch, Marco. Rüber. Das ist er. Na komm. Ja, die Trainings-Community muss voll werden. Muss mal schön viel Erfahrungspunkte kriegen. Na komm. So. Erhöhen wir gleich noch, wenn wir können. Jawohl. Den einmal. Den einmal. Jawohl. Auf Rang 5 hoch. Läuft. Finde ich schon wieder super. Oh, scheiß Gewohnheit. Wenn es immer mit X bestätigen und alles nimmer willst. So. Dann können wir dann alles für den Bonus haben. Ah ja. Tauschen wir mit ihm. Und dann später setzen wir sie da rüber und packen den anderen da rein und ja, läuft. Ja, immer, Marco. Leveln ist in dem Spiel das A und O. Weil sonst bist du irgendwann verratzt. So. Dann das nächste. Und dann schauen wir, wo die anderen sind. I think I can take this guy. I'm going to do this. Dad's counting on me. So, weg mit dir. Tschüss. 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 Weg mit dir. Weg mit dir. I better hit the books when I get back. I think I can take this guy. I'm going to do this. My dad's counting on me. Warte. Ja. Oh. War ja klar. Weg mit dir. Oh ja. Hey. Gut.
Hallo. Ihr seid zwar nicht alleine hier. Den auch mitmachen. Weg mit dir. Brings me closer to my dad. So. Wow, this apple looks delicious. Oh, das wird lustig. Das ist wieder so eine Nebenquest, die wo eigentlich total unnötig ist. Aber Yeah. dieser kleine Rotzbengel, den wir vor Jahren getroffen haben, könnte die Lösung sein. Für sein Alter besaß er schon sehr viel Kraft. Wenn ich mich recht erinnere, hat ihn diese Frau Son Gohan genannt. Ich kenne diese Typen. Sehr ärgerlich. Why you? Wieso hat die Schildkrötenschule so viele Schüler und die Kranichschule nicht? Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Kranichschule schließen muss. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Welche Kugeln meinst du, Stefan? Also die roten, grünen und blauen, was da in der Luft hängen, die sind für die Fähigkeit, für den Fähigkeitenbaum, dass ich dort neue Fähigkeiten freischalten kann. Und das was da in den Bäumen hängt und auf dem Boden rumliegt, das sind Materialien zum Kochen und zum Herstellen von anderen Sachen. Wir werden Schüler wohl zwangsrekrutieren müssen. I won't let you. Hey, was macht ihr beiden denn da? Was macht ihr beiden da? Habt ihr etwa schon wieder irgendwelchen Unfug im Sinn? Ah, wer bist du? Ich bin Son Gohan, Son Gokus Sohn. Wir kennen uns, ihr wisst doch noch genau, was ihr angestellt habt. What? Flashback! Son Gohan? No Unmöglich, way. du siehst ihm überhaupt nicht ähnlich. Huh? Ja, stimmt, es ist viel passiert, aber ich bin es. I won't let you. Naja, wie auch immer, ihr beide habt doch etwas Böses im Sinn, genau wie das letzte Mal, oder? Das war rein geschäftlich, nur ein dummes Kind würde das nicht erkennen. Was? No. Warte, es ist nicht nötig, dass wir kämpfen. Huh? Ach, Yeah. das ist doch alles schon so lange her. Ich habe seitdem viel nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, die Kranichschule zu reformieren. Wirklich? Aber wie du siehst, hat die Kranichschule keinen Nachfolger mehr. Ich habe mich wirklich geändert, aber niemand will sich mir anschließen. Was ist denn auf einmal in dich gefahren? Halt die Klappe, wenn wir die Kranichschule wiederbeleben wollen, brauchen wir Kraft. Und der Junge könnte da genau das Richtige sein. Ohohoho, verstehe. Hi. Tja, so sieht es aus. Wärst du bereit, den Namen der Kranichschule fortzuführen? Ich erlasse dir auch die Gebühren. Und ich lege noch ein kostenloses Attentat oben drauf. Yeah. Hörst du dir zumindest an, was ich zu sagen habe? Nee, wollen wir eigentlich nicht. Nee, wollen wir nicht. Aber es hilft nichts. Erfahrungspunkte. Nur zu, aber ich kann euch nichts versprechen. Yeah. Meine geliebte Kranichschule steht kurz vor dem Ende. Selbst meine Schüler Tenshin Han und Shao Su, um die ich mich so sehr gekümmert habe, sind fort und werden wohl nicht zurückkommen. Und was noch schlimmer ist, die Schildkrötenschule bekommt all die vielversprechenden Schüler wie dich. No. Oh, also ich bin eigentlich keiner von Muten Roshis Schül. Deshalb habe ich beschlossen, neu anzufangen. Und dieses Mal will ich alles besser machen. Yeah. Ja genau, das will ich auch. Ach wirklich?
Er sieht sehr misstrauisch aus. Mist, dann bleibt uns keine andere Wahl. Na schön, ich beweise dir, dass es mir ernst ist. Ich habe keine Mühen gescheut, um das zu beschaffen, was dein Muten Roshi und seine Schüler über alles lieben. Also die... Was denn? Also komischer Satzbau. Was? Was soll das sein? Das hier... Ein Fotoband mit Frauenbildern? Ja, das ist die neueste Ausgabe. Ich habe sie heute erst gekauft. Und was sagst du? Du bekommst den Band und noch viele weitere, wenn du dich der Kranich-Schule anschließt. Naja, ich finde ein botanisches Lexikon irgendwie interessanter. Was? Bist du verrückt? Schau dir doch mal diese Kurven an. Die Schüler der Schildkrötenschule stehen doch auf das gleiche Zeug wie Roshi, oder? No! Nicht alle seine Schüler sind wie er. Mein Papa interessiert sich zum Beispiel gar nicht für so ein Zeug. Außerdem habe ich eben schon versucht, euch zu sagen, dass ich eigentlich kein Schüler der Schildkrötenschule... Du willst dich der Kleinschule also nicht anschließen, was? Ciao, bye bye. Mach die Maschine bereit, wir müssen doch Gewalt anwenden. Muhahaha. Das hätten wir von Anfang an machen sollen. Er zittere vor Tau bei Beis Supermaschine. Die schaut genauso lächerlich aus wie er. Nur so nebenbei. Ah, ihr seid echt hoffnungslos. Definitiv. So, Gohan, da muss ich jetzt definitiv recht geben. Oh. Wow! Ja. Echt nicht hier. Oh! Echt nicht hier. Und weg mit dir. Alright. Gut. Nein, nicht schon wieder. Ich will nicht wieder in die Luft fliegen. Boom. Was bist du? Was hast du mit unserer Maschine gemacht? Verdammt, ich konnte dich nicht von deiner geliebten Schildkrötenschule abbringen. Hey, wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich gehöre nicht zur Schildkrötenschule. Was? Zu welcher Schule gehörst du denn dann? Also eigentlich haben mir Piccolo, Krillin und mein Papa das Kämpfen beigebracht. Ich gehöre also wohl keiner Schule wirklich an. Haha. Das ist doch lächerlich. Hey, der Junge hat recht. Was? Muten Roshi? Yep. Son Gohan ist die Zukunft der Kampfkunst. Er ist nicht beschränkt durch die Dogmen einer Schule. Er hat mehrere Meister, aber keiner von ihnen ist davon besessen, seine Lehren unverwässert weiterzugeben. Seine Meister haben ihn unterrichtet, damit er Erfolg hat. So ist das inzwischen. Verdammt. Gut, dann wäre das wohl erledigt. Zum Glück ist Muten Roshi aufgetaucht. Jawohl. Was machst du eigentlich hier, Muten Roshi? Ach, ich muss mich um eine kleine persönliche Angelegenheit kümmern. Ich fasse es nicht. Ich habe meine Zeit und mein Geld auf dieses dämliche Buch verschwendet. Ja, wegen dieser Sache. Hey! Das Buch, das du Son Gohan vorhin gezeigt hast.
brauchst es ja nicht mehr. Kann ich es vielleicht haben? What? Was? Yep. Naja, ich wollte es mir auch kaufen, aber du hast mir die letzte Ausgabe weggeschnappt. Ich dachte, ich kann dich vielleicht überreden, sie mir zu überlassen. Ach ja, und du hast doch gesagt, dass Schüler der Kleinschule ganz viele dieser Bücher bekommen, oder? Very Ich schätze, dann werde ich mich der Kleinig-Schule anschließen. Oh, What? nein, nur über meine Leiche. Ich will doch nicht so einen alten Perversling wie dich als Schüler. Hey! Das sagt gerade der Richtige. Du hast dir das Buch doch gekauft. Why Immerhin bin you? ich nicht wie ein Irrer jemanden hinterher, der das Buch gekauft hat. Naja, jetzt wo ich schon mal hier bin, kannst du mich doch mal einen Blick reinwerfen lassen. Why you? Auf keinen Fall. Du egoistischer alter Sack. What? Besser egoistisch als pervers. Ich sollte verschwinden. Ja, das ist eine sehr gute Idee. So, go on, bloß weg da. That was no walk in the park, but it's all over now. So. Also, er ist da. Da. Mal erstmal hier die Nebenquests, weil es sind glaube ich auch bloß Kämpfe. Die sollten relativ flott von der Hand gehen. So, Stefan, falls du noch da bist. So, wenn ich jetzt auf Dreieck drücke, komme ich zum Fähigkeitenbaum. Und hier braucht man die roten, blauen, grünen Kugeln, die Regenbogenkugeln und die anderen halt. Dass man hier die Fähigkeiten verbessern kann, neue kaufen kann und so weiter. Aber die schalten sich halt alle erst auf einem bestimmten Level dann frei. Und jetzt hier Level 60 erreichen. Dass ich den Super Saiyajin verbessern kann. Weil du siehst ja, dann steigert die Werte von 20 auf 35%. Und mit Stufe 3 des Super Saiyajin sogar auf 50%. Oder wie hier beim Kamehameha kannst du halt den Schaden nochmal erhöhen. Und dann wird es dann nicht nur zum Super Kamehameha, da ist der Schaden dann nochmal ein bisschen höher. Ja. Dafür braucht man die roten, blauen, grünen Kugeln, dass man dort das freischalten kann. So. Da ist einer. I think I can take this guy. Oh, Regenbogenkugel. There's a lot Nein. of energy in this thing. Was willst du? Ich werde dir ein paar auf die Rübe hauen. Ja, das ist ja nichts Neues, Reinhold. Das ist nichts Neues. Dass du dein Handy laden musst. Sag mal, was machst du den ganzen Tag damit? Alles klar, Stefan. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ich bin hier, um mich zu vergewissern, dass du deine Lektion gelernt hast. Ich verstehe, du hast mich also wiederbelebt und auf diesen seltsamen Planeten gebracht. Aber ich habe dich anders in Erinnerung. What? Moment, du weißt, wer ich bin? Yes. Hältst du mich etwa für einen Trottel? Du hast jetzt eine andere Haarfarbe, aber du bist der lästige Junge von Namek. Oder? Das spart mir dann wohl einiges an Zeit. Du musst mir versprechen, dass du keine Schwierigkeiten mehr machst. Ich fürchte, das kann ich nicht versprechen.
Was? Das ist nicht sehr schön. Wenn du mich wirklich überzeugen willst, musst du das mit Gewalt machen. Alles klar. Dann hauen wir ihm halt die Vernunft in die Birne. Weg mit dir. Ja, dann passt's ja, Reinhold. Dann lad mir dein Handy schön. Ich verstehe, du bist wirklich stark. Ich flehe dich an. Bitte, schwöre den Bösen ab. Ich habe gesehen, was ihr auf Namen angerichtet habt. Ich habe dich schreckliche Gräuel begehen sehen. Und jetzt werde ich von einem Kind verhöhnt? Also gut, erlaube mir, dir die Kraft zu demonstrieren, von der nicht einmal das Ginyu Sonderkommando etwas weiß. Offenbar erschreckt dich meine Stärke. Mich erschreckt vielmehr dein Aussehen. Ja, das auch. Das haben wahrscheinlich am meisten. Okay, bis dann, Reinhold. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du bist tot. Naja. Wieso habe ich keine Energie mehr? Ja. Was mit dir? Na, willst du immer noch Ärger machen? No. Nein, ich habe genug. Hä? Ich erkenne deine Überlegenheit an. Deine Kraft kommt der von Lord Freezer gleich. Nein, sie übersteigt sie vielleicht sogar. Eine derartige Kraft sollte nicht vergeudet werden. Ich kann dir zeigen, wie man sie richtig einsetzt. Was meinst du damit? Wir werden sie nutzen, um über die gesamte Galaxis zu herrschen. Du meinst also, ja, ich werde mich ändern. Und du wirst noch stärker werden. So stark, dass niemand es wagen würde, uns herauszufordern. Und außerdem werde ich dir jederzeit bei deinem Training helfen, wenn du es möchtest. Was? Die wunderschönen Höhen, zu denen wir uns aufschwingen werden, kennen keine Grenzen. Sollte ich ihn einfach so zurücklassen? Tja, wie es scheint, hat er seine Boshaftigkeit wirklich aufgegeben. Also sollte ich mir nicht allzu viele Sorgen machen. Das wird sich noch rausstellen. Hoffentlich nicht. Nee, passiert gar nichts. Wir kriegen jetzt bloß das Seelenabzeichen. Maybe he wasn't such a bad guy after all. So, und da vorne ist die nächste. I think I can take this guy. Super. Och nö. Ja. Oh ja. Echt mit mir. I better hit the books when I get back. So. Wo war der jetzt?
Geil. All right. This looks pretty good. Oh. Leute, entschuldigt mich mal kurz. Ich muss schnell auf die Toilette. Bin gleich wieder da. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Welche Stufen meinst du, Stefan? Die Stufe, was die Charaktere aufsteigen können oder was die Fähigkeiten haben? Die Fähigkeiten, die haben maximal 3 Stufen.
Und die Charakterstufe, die geht bis über 100 auf jeden Fall. Also Welcome back, Reinhold. Ja, wofür hast du ein Tablet? Nutze es. Ne, also Stefan, ich hoffe, es hat dir jetzt geholfen, die Erklärung kurze. Weil die Fähigkeiten haben 3 Stufen und die Stufe von die Charaktere, die geht bis keine Ahnung wohin. Ich bin selber bloß bei meinem anderen Spielstand, oh, wie weit war ich da? Ich glaube 109 war ich mit einem. Also Stefan, es geht auf jeden Fall über 100. Was genau das Max-Level ist, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Weil ich habe bloß so weit gespielt, dass ich die Platin habe und dann habe ich jetzt diesen Spielstand auch nicht mehr angerührt. Also auf jeden Fall ist glaube ich noch genug Luft nach oben. Bin ich mir ziemlich sicher. Wovon zur Hölle redest du? Ja, komm. Hau mal dich weg. Wer zum Teufel bist du? Mit einem Trottel wie dir will ich nichts zu tun haben. Er ist auch wieder mal charmant. Wir sind uns auf dem Planeten Namek schon mal begegnet. Oh, stimmt, da war ich kein Super Saiyajin. Wovon zur Hölle schwafelst du da? Moment, hast du eben Namek gesagt? Du bist der kleine Penner, der mich da getreten hat, oder? Das hattest du verdient, für das, was du den Bewohnern von Namek angetan hast. Warum muss ich mich mit so einer erbärmlichen kleinen Heulsuse wie dir abgeben? Ich habe mit bloßen Händen ganze Planeten vernichtet. Und das kann ich auch mit dir machen, du Penner. Dann mach dich mal auf ein böses Erwachen gefasst. Ich bin jetzt viel stärker. Ach ja, du siehst immer noch genauso schwach aus. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau doch mal auf deinen Scouter. Was zur... Da siehst du, wie stark ich bin. Der Scouter muss kaputt sein, so stark kannst du nicht sein. Verdammt, Schluss jetzt mit dem Quatsch. Ich werde einfach drauf losprügeln. Kannst du versuchen. Tschüss. Zu stark. Schwöre mir, dass du niemals wieder etwas Böses tun wirst. Ich schwöre es. Ab sofort wirst du deine Kräfte für das Gute einsetzen. Versprochen. Jawohl. So. Weitere Medaille. Läuft. Und Level 50. Läuft. So. Packen wir erstmal wieder. Na, kommt auf die beiden. Packen den dahin. Den. Na komm, packen wir dahin. Oder? Warte mal. Ja. Packen wir dahin. Und
lassen wir da. Ja, hier noch ein bisschen erhöhen. Und dann ein bisschen weiter raufkommen. Ja. Man reitet natürlich auch. Wir wollen ja nicht unfair sein. So. Na. Auch daran werde ich mich nie gewöhnen, da, dass man die mit Dreieck nennen muss. So. Und jetzt hier noch. Ja, genau, einmal so eins. Jawohl, auf Rang 6 hoch. Läuft. So. Gehen wir dann bloß noch auf 7 rauf. Ja, ist die Spitze, du gehörst hier eigentlich gar nicht rein, habe ich das Gefühl. Aber naja. Dann packen wir den. Da weg. Jawohl. The soil here looks perfect. So. Machen wir bei dem dasselbe auch nochmal. So. Schaut schon besser aus. Schaut schon besser aus. Ja genau. Schauen wir erst mit dem Meister Spitze, holen uns ein paar magische Bohnen. Und dann gehen wir Gottes Versteck rauf. Machen die Nebenquest. Jawohl, 5 Stück, läuft. So, my dad trained here when he was a kid, huh? So. Ja, dann wieder die Kugeln einsammeln. Standard. Die Kugeln einsammeln. Hier irgendwas. Eine Erinnerung oder irgendwas rumliegen. Schaut nicht so aus. Woran denkst du, Mr. Piccolo? Hey, Perfektes Timing, Sangohan. hey, Ich möchte meine Stärke auf die Probe stellen und am besten geht das mit einem Kampf gegen einen Super Saiyajin. Wie wär's? Ja, hau mal raus.
Hey Sasuke, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Kein Problem, Mr. Piccolo. Ich freue mich darauf, gegen dich zu kämpfen. Ja, geht auch gut, Sasuke, geht auch gut. Weg mit dir. Gib auf die Mütze. Und weiter, immer weiter, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Weg mit dir. Mit dir so zu kämpfen erinnert mich an die Zeit, als wir beide gemeinsam trainiert haben. Du meinst, als dein Vater tot war? Ja, das weckt Erinnerungen. Übrigens bin ich an meinem ersten Trainingstag nicht von dieser Klippe gekommen. Aber ich weiß noch, wie ich Äpfel auf dem Boden gefunden habe. Die hast du mir geholt, oder? No. Wenn ich das wüsste? Ich wünschte, du hättest mir stattdessen Teigtaschen gegeben. Ansprüche anstellen. Du verzogenes Gehör, du kannst von Glück reden, dass du überhaupt was bekommen hast. Aha, tja, das beweist, dass du es doch warst. No. So, ich gebe zu, du bist gerissen. Naja, immerhin bin ich Schüler eines Mitglieds des Dämonenclans. Dann sage ich dir als dein Meister Folgendes. Ich erkenne, dass noch ungenutzte Kraft in dir schlummert, du aber nicht auf sie zugreifen kannst. Wenn du selber siegen und die Welt retten willst, darfst du dich nicht zurückhalten. Right. Verstanden, ich werde mich anstrengen. Und somit ist das auch erledigt. Passt. Jetzt haben wir ja bloß noch die Hauptquest. So. Dann treiben wir die jetzt mal voran, dass wir noch weiterkommen hier. Und nicht hier die ganze Zeit rumsauern. Ja, Sasuke, da wäre ich auch dafür, dass die DLCs endlich mal kommen sollen. Aber ich fürchte, das wird noch ein Weilchen dauern. Weil weißt ja, so lange wie möglich rauszögern, dass ja dann alle es nicht mehr aushalten und dann alle zuschlagen. So wird es laufen. This must be what Bulma was talking about. Voll in die Luftströmung rein. Na super. Wollte ich doch gar nicht rein. Okay, da oben liegt einer und da liegt einer. Passt. Just one left.
Ja, Versuche. Wir müssen uns anderweitig Now to take this back to Capsule Core. ja, die Zeit vertreiben, sage ich jetzt mal. Müssen wir uns mit anderweitigen Spielen die Zeit vertreiben. Gibt ja genügend. Ja, okay, gut. Ich bin jetzt nicht so der Resi-Spieler. Aber kommen ja noch andere Sachen. Darksiders kommt jetzt am Freitag. Beziehungsweise ich hab's jetzt schon da liegen. Hi, Bulma. Is this everything? Looks like it. Great work, Gohan. I really appreciate it. All that's left is to build the chip. Hey! What's with that look? Are you really Gohan? Der Bulma, ihr Gesichtsausdruck. Zu gut. Einfach zu gut. I am. Honest. It's a long story. I'll bet. I mean, look at you. Well, you are your father's son, and Saiyans are weird, so I guess this isn't out of the question. No use applying logic to you guys, anyway. She's being surprisingly calm about all this. I guess living with Vegeta's kinda numbed her. Thanks for being my delivery boy. You're the best. You're welcome. And sorry I surprised you. By the way, now that you're here, do you want to watch me fix the android up? I'm pretty sure he's safe, but you know, you can't be too careful. So do you mind staying for a bit? Oh, no problem. Ja, natürlich bleiben wir und machen den Aufpasser. So, this is an android. These things were built to kill Dad. There we go. It's done? Almost. The chip you helped us build was successfully integrated. It may be tiny, but it's what gives the android life. Now, we stick it in the cranial chamber here, and... voila! Analyzing situation. He's online. Hey, you! Got a name? I am Android 16. Scanning memory logs. I was brought here by Krillin for repairs. His memory circuits are functional. Oh, good. He's back. You did it, guys! Are you the ones who repaired me? I am grateful. Oh, no need to mention it. If you want to thank someone, thank Gohan here. After all, he helped us fix you. Go on. Hello? Searching. Data profile found. Go on. Son of Goku. Hey now, mister. Just because he's Goku's son doesn't mean you have to terminate him. He is irrelevant. My target is Goku, not his offspring. That's so. Okay, I guess I can live with that. He's staring at me. Why? Doctor, Yes?
I wish to run a field test in the nearby forest to gauge this body's functionality. Well, I don't see a problem with that. Come with me, Gohan. Your assistance may be required. Really? Okay. Sorry, kid, but humor him. He should be all right. But we just restarted his systems, and you never know what could happen. Sure thing. I will go on ahead. Find me in the forest. Counting on you, Junior. Right. I think I might be hungry. So, dann wollen wir mal C16 suchen. Und dann geht's hoffentlich mal los. Mit dem Turnier, von dem das Schicksal der Welt abhängt. So, how's that body of yours? Satisfactory. Diagnostics indicate 100% functionality. I'm glad to hear that. Oh. So, do you like animals? Affirmative. They put me at ease. I like animals too. All sorts of things interest me, actually. I'm hoping to be a scholar someday. A fine goal. I am certain you will make an exemplary scholar. By the way, are you really out to kill my dad? Affirmative. That is my only directive. I have no other use. As a result, I was declared defective and stored away. Huh? I loathe conflict. Therefore, as a weapon, I am defective. That's no reason to shut you down. Dr. Giraud once said, he made me in the image of his deceased son. But he was bold and daring. I am not. A war machine that shuns war is nothing but a failure. Don't say that. It's the truth. Ha! So this is where all them cuddly critters been hiding. Who are you people? Just folks. Looking to make a gosh darn fortune off of pelts. What? Looks like we hit the jackpot. Can't believe we'd find all these furs in one spot. They're poachers. Ja. Gohan? Way ahead of you. Let's send these jerks packing. I bet this tastes really good. Hey. Was ist hier? Ups. Weg mit dir. You folks are crazier than a dog in a hubcap factory. Threat neutralized. Yeah. Gohan, I am grateful for your assistance in protecting the animals, as well as for assisting with my repairs. My apologies for not thanking you sooner. Oh, it's no big deal.
The real reason I asked you to accompany me is a discrepancy between my data and your current appearance. I intended to personally reevaluate your potential in combat, but thanks to the altercation with the poachers, there is no longer such a need. Your power is immense. It far surpasses all your records in my system. I foresee you becoming the deciding factor in the outcome of the Cell games. Me? But my dad's way stronger. We are not so different, you and I. We aren't? Let us return for now. The doctor will be worried if we take too long. Right. Let's head back. How are 16 and I alike? How'd it go? Exceptional. I am fully operational thanks to you. Nice job out there, boys. I heard you rounded up some poachers. Bet you socked him something fierce, huh? What morons going up against the son of Goku and a giant android? Ha! It was nothing, really. I know. Why don't you stay for dinner? It's the least I can do to repay you for your help today. Honestly, I haven't done anything. Don't be silly. Make yourself at home and spend the night while you're at it. I'll phone your mother for you, okay? Okay, sure. So, weiteres Seelenabzeichen, diesmal von C16. Den packen wir uns dann gleich beim Training mit bei der Trainings-Community mit rein. Was ist denn heute los? Sprachzentrum, funktionier mal wieder. Oh. So Gohan's at Bulma's? I was wondering where he'd run off to. Yep, she just called and said he's staying the night too. Her family's loaded. Gohan's probably having the feast of his life right now. Aren't you jealous, Goku? Well, sure. I love myself some good grub, but nothing beats your home-cooked meals. And if we're being honest, I'd choose them over any spread in the world. Really? Thanks. Even if it's just flattery. Oh, I'm getting so embarrassed. Und ich bin der Meinung, das ist jetzt der Punkt, an dem Son Gokus zweiter Sohn entsteht. Bin ich mir zu 100% sicher. Shortly after Gohan had returned home. We've just received breaking news. After having been dispatched to defeat the monster known as Cell, the Royal Guard has been utterly decimated due to one of Cell's attacks. I repeat. How terrible! Those were innocent people. That monster! Chi-Chi, I need to talk to Piccolo about something. I'll be right back. Goku! And he's gone. What does he need to talk to Piccolo about? I'm not sure. Tja, worüber wohl? Yo! Goku, what is it?
You don't think you'd be able to go back to how you used to be before merging with Kami, do you? What? Well, merging with Kami made the Dragon Balls disappear, right? And I want to use the Dragon Balls to wish all the people back who were killed by Cell. Sorry, but it's not like flipping a switch. We're stuck together forever. Exactly why I needed to think so long and hard about it before coming to a decision. Wow. That must have been a tough call. I know. Maybe I could ask one of the Namekian survivors to come to Earth. If he agrees to stay here, we'd have a new guardian. And you know what that means? The Dragon Balls would come back, baby! That's a wonderful idea. Wait here. Fingers crossed. With King Kai's assistance, Goku managed to zero in on the Namekian survivors' new home world. Upon arriving via instant transmission, Goku was given a hero's welcome by the planet's residents. Goku explained Earth's predicament and asked the new Grand Elder Mori if he knew any candidates suited to becoming Earth's new guardian. As luck would have it, Mori knew just the person for the job. It was none other than... Dende? Piccolo, it's been too long. Wait 1 sec. I'll have Gohan and Krillin here in a jiffy. Let's see. What? Guys, meet Earth's new guardian. Is that really you, Dende? It's been ages. Hey, can you believe Blondie here is actually Gohan? Krillin, Gohan, it's great to see you two. Ja, Wiedersehensfreude. Juhu! Are you really gonna be the new guardian? That's right. I'm really glad our paths could cross again. Dende, is it true that you can restore the Dragon Balls? Yes, I can. Making a new set would take about 100 days. But if we use the inert set already on Earth, I should be able to have them working in no time. Really? That's perfect! We would then get 3 wishes, right? Same as on Namek? Yes. So, would we be able to wish back multiple people like last time? I suppose that could be possible. I mean, I'd have to make the proper adjustments. But if you did that, it would count as 2 wishes. Oh? Is that all? Fine by me. Let's do it. All right, I'll begin right away. The Dragon Ball should be restored now. Juhu! Die Dragon Balls sind wieder verfügbar. Läuft! Wait, what? Already? Incredible. Looks like this little guy has some serious power. All right, I'll round up all the Dragon Balls then. Gohan, consider your training complete. Kick back with Dende until the Cell games start. Huh? But... Hey, don't worry. It'll be fine. Later. Well, time to get looking. So, dann müssen wir jetzt die Dragon Balls suchen. Das ist schon wieder neue Dinge. Ja, dann machen wir das gleich. Dann haben wir es hinter uns. So. Pumped up and ready to go. Lend me your energy.
Here goes! My power! Try this! Try this! Try this! No! You should train some more. So. Nicht mal in Ruhe Dragon Ball sammeln darf man hier. The 4-star Dragon Ball. Boy, am I glad to see this. There's one. Wow! Dende was right! Way to go, Dende! You're the best! I'll go find the other Dragon Balls. So. Hey! Hey, Meister Quitte, was machst du? What's that? Ah, verstehe, du bist ein Super Saiyajin. Ich habe dich nicht gleich erkannt. Welcome back, Jaco. Ja, tut mir leid. Ich hatte vergessen, dass ich als Super Saiyajin ganz anders aussehe. Hehe. Well, now. Dein Äußeres mag anders aussehen, aber innen drin bist du immer noch so ein Goku. Also, was ist los? Steckst du in Schwierigkeiten? No. Nein, eigentlich nicht. Ich könnte aber deine Hilfe gebrauchen. Huh? Ja, was gibt es denn? You. Ich möchte leckeren Pilztee brauen, aber ich habe wohl keine frischen Pilze mehr. Dein Lehrer Muten Roshi zog früher immer für mich los, um sie zu sammeln. Muten Roshi, wirklich? Ist ewig her, dass er das gemacht hat. Es gibt da eine Höhle, wo sie wachsen. Die Gegend um die Höhle hat sich kaum verändert, also ist sie bestimmt noch da. Many thanks. Ich frage das ungenau, könntest du mir einige besorgen? Gerade fiel mir ein, dass ich mich um andere Sachen kümmern muss. Natürlich. Na Yeah! klar, was machst Many du? thanks. Das mache ich. Vielen Dank, du kannst die Höhle hier finden. Alright! Danke, ich bin gleich zurück. I'm counting on you. Viel Glück. So, ja. War doch logisch. Alles klar, Jaco. Ich komme dann später auch noch nach, wenn ich mit dem Stream fertig bin. Komm nicht näher, wir trauen Menschen nicht. Hey, immer mit der Ruhe, ich habe überhaupt nichts getan. Ich brauch was in der Höhle. Du bist hier, um dich über uns lustig zu machen, oder? Raus, hier. Wir sind ja ganz schön aufgeregt, so kann ich die Pilze auf keinen Fall finden. Vielleicht sollte ich zurückgehen. Ich weiß nicht, was Sie für ein Problem haben, aber ich schätze, mit einem Menschen reden Sie nicht, obwohl ich keiner bin. Aber ich will Sie hier nicht so zurücklassen. Meister Kritik kann ich auch nicht herbringen, der ist viel zu alt dafür. Alright! Ja, ich frage besser Olong. Mal sehen. Olong. Dann, Hey, warum what hast du mich gives? hierher gebracht? Hier will ich nicht sein. Ach, jetzt komm schon, Olong. Du hast doch nichts Besseres vor, oder? Ich könnte deine Hilfe wirklich gut gebrauchen.
Come on now. So, ich habe zwar nichts Besseres zu tun, aber trotzdem, hier gibt es keine Mädels. Du siehst nicht aus wie ein Mensch. Hast du auch Animor verliebt genommen? Hä? Was? Ich bin so geboren worden. Hm? Du wurdest so geboren, dann hast du noch mehr gelitten als wir. Ja? Also, das ist mit euch, also, was ist mit euch los? Es sieht zwar nicht so aus, aber wir waren mal Menschen. Wir wollten zu Tiermenschen werden, also haben wir Animor verliebt genommen. Jetzt gibt es kein Zurück. Ja, und jetzt, wo Animor verliebt nicht mehr in ist, sieht man keine Tiermenschen mehr. Wenn wir so zurückgehen, machen wir uns zum Gespött der ganzen Stadt. Bitte, du musst uns helfen, finde eine Möglichkeit, uns wieder menschlich zu machen. Was unternimmt man da, Son Goku? Das ist eine harte Nuss. Wenn ihr wieder normal geworden seid, lasst ihr mich in die Höhle, oder? Ich suche nach Pilzen, die da drin wachsen. Right. Ja klar. Alright. Meine Freundin Bummer weiß vielleicht, was man machen kann. Ich frage sie. Du wirst uns helfen? Boah, ich werde tun, was ich kann. Thank you. Danke fürs Zuhören, Olong. Hä? Moment mal, das ist schon alles. Dafür hast du mich den weiten Weg hierher geschleppt? Alright. Okay, lass uns zurückgehen. Hey, what gives? Bist du etwa taub? Nee, der ist nicht taub, der, ja, überhört bloß ganz gerne. Son Goku brachte Olong zurück zur westlichen Hauptstadt. Come on Mann, now. ich bin doch kein Werkzeug, das du einfach wegwerfen kannst, wenn du es nicht mehr brauchst. Hey, sag nicht sowas, okay? Du musstest doch gar nichts tun. Du bist immer noch genau wie immer. Erst ziehst du andere in deine Probleme hinein und dann tust du so, als wäre das alles kein Problem. Huh? Tue ich das? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wie dem auch sei, lass uns zu Bulma gehen. Genau, das meine ich. Hey. Hey Bulma. Hi Oh, there. Son Goku. Was führt dich denn hierher? Weißt du etwas über ein Mittel namens Animorphagie? Natürlich, das ist ein von der Firma magische Medizin entwickeltes Serum. Wenn man es nimmt, verwandelt man sich in einen Tiermenschen. Das war damals total angesagt, als ich 10 oder so war. Selbst der König der Welt hat es genommen und wurde zu einem Tiermenschen. What? Soweit ich sagen kann, nimmt das Zeug niemand mehr. Warum fragst du? Yeah. Ich habe ein paar Typen getroffen, die eine extra starke Version genommen haben und Tiere geblieben sind. Ein starkes Animorphalin, nie davon gehört. Was ist mit dir? Weißt du etwas? Ich wurde nur dazu erschaffen, Son Goku zu vernichten. Ich werde ihm nicht helfen. Komm schon, mir kannst du es doch sagen. Son Goku braucht gar keine Hilfe, sondern die Tiermenschen. Okay. Na schön. Son Goku, geh mal spazieren. Vielleicht sagt er es mir, wenn du weg bist. Huh? Was? So. Besser? Understood. Viel besser. Ich schulde dir etwas, also werde ich es dir sagen. Gut, Son Goku ist weg. Also, immer raus damit. Laut meinen Datenbanken hat die Red Ribbon Armee minderwertiges Animorphalin verkauft, um ihre Finanzen zu sichern. Das könnte der Grund sein. Ach wirklich, glaubst du, sie haben das immer noch irgendwo eingelagert? Das war vor mehr als 10 Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass mittlerweile nichts mehr übrig ist. Wenn ich doch nur Tests zu diesem minderwertigen Animorphalin durchführen und eine Möglichkeit finden könnte, die Wirkung aufzuheben. So sieht es also aus.
Tut mir leid, aber diese Tiermenschen müssen wohl auf Hilfe von oben hoffen. Von oben, das wird nicht. Moment. Warte, ich wette, Mr. Popo weiß etwas. Und weg ist er wieder. Hey, Mr. Popo, hast du eine Minute? Ich muss was mit dir besprechen. Hello? Ja, was ist denn so, Goku? Thank you! Danke, es gibt dieses Mittel namens Animovalin, das Leute in Tiermenschen verwandelt. Ein paar Typen haben eine schlechte Mischung erwischt und sind immer noch Tiere. Kannst du ihnen helfen? Yes. Wahrscheinlich. Ich kenne ein Gegengift, das die Wirkung einer jeden Substanz aufhebt. Aber ich brauche ein paar besondere Zutaten und jemand muss mir dabei helfen, das Gegenmittel zusammenzubrauen. Alright. Verstanden. Ich finde die Zutaten und Bulma hilft dir bei der Zubereitung. Hey. Genau, das brauche ich. Ui. Wenn du mal nicht genau weißt, was ich brauche, frag mich einfach. Gotcha. Alles klar. Danke, Mr. Popo. Jetzt hoffe ich mal, dass ich alles habe. Ah! Nein. Fleischige Flussschnecke. Hey. Findest du zwischen den Algen im See im nördlichen Gebirge, wenn du genau hinschaust. Alles klar. Yes. Ja, wie gut, dass wir da eh hin müssen für den Dragon Ball. Ah, immer diese Ladezeiten. Katastrophe. Na, sammeln wir zuerst den Dragon Ball. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Und dann machen wir uns an die Flussschnecken. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. This is the one-star Dragon Ball. Ja, der Einstern Dragon Ball. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. Oh komm. Pumped up and ready to go. Hey. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Done already? That should be everything. All right. Ja. Läuft. Look at the shine on this thing. I bet it's delicious. So. Wieder zurück. Und dann noch ganz schnell die Dragon Balls und dann geht's rund. Liegt jetzt irgendwo eine Erinnerung rum? Nö, vielleicht nicht so. Yo!
Oh, hier. Wow. Oh, da bist du ja. All right. Okay, ich hol dann mal Bulma. Weil Bulma jetzt beim Versteck von Gott ist, können Mr. Popo und sie das Gegenmittel brauen. Mehrere Stunden später. Hey. Das Gegenmittel ist fertig. Endlich! Was eine Warterei. So, das ist unglaublich. Solch eine Medizin findet man nirgendwo sonst. Wenn meine Firma das Zeug in Massenproduktion herstellen würden, könnten wir allen helfen, die Nebenwirkungen haben. Vielleicht verfolge ich das sogar mal. Guter Plan. Ich bringe den Tiermenschen das Gegengift. Ja. Es lädt. Es lädt. Es lädt, lädt, lädt. Es lädt. Es lädt. Son Goku ist zu den Tiermenschen zurückgekehrt und hat ihnen das Gegengift gegeben. Boah, ich fasse es nicht. Wir sind wieder Menschen. Vielen, vielen Dank. Jetzt können wir endlich zurück in die Stadt und ein normales Leben führen. Auf Nimmerwiedersehen, stinkende Höhle. Hey, schön für euch. Right. Oh, Moment. Sind das die Pilze, die du haben wolltest? Du hast geheimer Pilz erhalten. Thank you. Stimmt, glaube ich zumindest. All right. Ich glaube, ich mache mich dann mal auf den Rückweg. Oh, Huh? brauchst du noch was? Das Schweinchen, das so geboren wurde, vielleicht sollte es auch was davon nehmen. Yeah. Ja, er könnte sich vielleicht auch in einen Menschen verwandeln. Huh? Wer? Olang? Nein, ich denke, es geht ihm auch so gut. Er kann sich alleine in alles Mögliche verwandeln. Oh, okay. Thanks. Naja, auf jeden Fall vielen Dank. Diese Güte werden wir dir nie vergessen. All right. Meister Quitte wird sich über seine Pilze freuen. Und damit geht das fröhliche Laden weiter. Yo. Es war nicht einfach, aber ich habe deine Pilze. Du hast Meister Quitte Folgendes gegeben. Geheimer Pilz. Many thanks. Sehr gut. Danke sehr. So. Vielleicht braue ich für diesen unausstehlichen Yajirobe eine Portion Drecktee. Sag mal, könnte ich vielleicht etwas von dem Pilztee probieren, wenn er fertig ist? Wenn die Pilze so schwer zu bekommen sind, muss er ja gut sein, oder? Hä? Oh, der Tee ist ekelig. Huh? Was? Warum machst du ihn dann? Er ist gesund. Na, warum machst du dir Sorgen um deine Gesundheit? Du bist mehrere hundert Jahre alt. Naja, der will halt nur länger leben, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ganz frech. So. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Bereiche, 5 Kugeln. Los geht's. So, rausziehen, darüber, Markierung setzen und Vollgas. It's easy to find Bulma's place. Just look for the biggest house.
5-star Dragon Ball. All right. So. Und weiter. Da waren es nur noch 4. Ist wahrscheinlich unnötig, aber lieber weiß ich genau, wo ich hinfliege. Best to deal with this now. Weil, ja. This one's got loads of stars. It's the 7-star Dragon Ball. Sasuke, bist du noch da? Even though we knew the androids were coming, we still couldn't stop them. Wie es aussieht, nicht mehr. Schade. Ich hätte ihn gerne was gebracht. Sure am ready to eat this fish. Hey, it's the 2-star Dragon Ball. We got a keeper. Sure am ready to eat this fish. So. Da waren es nur noch 2. So. Ja. Whoa! There's a village here? This thing's giving off a lot of energy. Gehen wir einmal durch den Luftstrom. Might cause some trouble later. Best to deal with this now. I can tell this thing's got lots of energy. Kommen wir nicht ran. Machen wir jetzt den Turm weg. Yeah, that seems all right. Found the 3-star Und da Dragon haben Ball. wir. Und jetzt schnappen wir uns den letzten. So.
Ja, da hinten ist er ja. That village over there looks like it's got some shops. This looks like a great apple. That windmill's huge. Und damit haben wir den This one's letzten. got 1, 2, 3, 6 stars. And that makes all 7. Whew! Und das wären alle 7. Wow! I was kinda hoping to do this without the Dragon Balls, but Cell's way too strong for that. I'm not powerful enough to beat Cell on my own. This way, we'll have a backup plan if something goes wrong. Und Goku hat die Dragon Balls an Dende übergeben. Looks like they're back in working order. I'll say. Thanks, Dende. Hui. Den müssen wir jetzt nur... Ja. Jawohl. I'll do my best to fulfill my duties as the new guardian of Earth. Ah, this sharp young fellow will make a fine guardian. Jawohl, hohen Erbe der Gottheit. Hehe. Hey, that's a pretty nifty haircut you got there. I was constructed with this hair. Das geht nicht bis 10, ey, das ist doof. Das ist schon wieder doof. Mist. Mist, Mist, Mist. Doof. Sehr doof gelaufen. Naja, was soll's. Die kriegen wir schon noch auf Maximum. Bin ich mir sicher. So. Na dann. So, are you ready for the showdown with Cell? Ja, natürlich. That's great. Good luck. So, dem treten wir jetzt so richtig schön in den Arsch. Everyone was focused on the fight ahead, and before they knew it, the fated day of May 26th had finally arrived. All right, time to go. Don't you dare die on me, Goku! Don't worry, I won't, Chi-Chi. And my little Gohan better not fight! What? Well, Promise me, Goku! Promise me Gohan won't fight! Look at the time. Bye! Hey! My little Gohan's going to fight! I can feel it! Hey! There you are. It's almost time. Wait, where's Vegeta? Don't tell me. Is he in the hyperbolic time chamber again? He went on ahead of us. Gotcha. Man, he's really raring to go. Yeah. Well... Whoa, why is everyone so down in the dumps? Goku, we've got some bad news.
We can bring back a lot of people at once using just one wish with the Dragon Balls. Just like before, we can't bring back anybody that's died once already. I'm sorry. I should have told you sooner. What? That's all? Relax, Dende. We just won't die. It's a simple... Won't die? You do know that we're up against Cell, right? Yeah, I know. Anyway, let's get going. We're gonna be late. How are you this calm? You're starting to freak me out. Come on. You want to get left behind? So, are you coming too, Krillin? Yeah? Ha! So. Ja, jetzt geht's los. Only 20 minutes left until the Cell games begin and the fate of the planet is decided. Cell can be seen standing motionless in the center of the ring. The vile monster, Cell, is threatening to wipe out all of humanity. Only one man can stand against such evil. The World Martial Arts Champion, Mr. Satan! That's right, Mr. Satan has come to save us from certain doom! Listen up there, Cell. I got you all figured out. You used a bunch of light shows and trick bombs to destroy the city and the military. But let me tell you, those toys won't work on me. Who is this clown? Vegeta, I'm surprised you've got the guts to come here and show your face. Well, looky here. You're still alive. And correct me if I'm wrong, but it looks like you've had a little bit of work done. They flew too, right? Just another trick, that's all. Oh, ich will kurz gucken. Das Kampfinstinkt. Jawohl. Schauen wir jetzt mal was. Nein, das hier, das falsche Taste, kommt. Hier noch was, ne. Doch. Komm auf das alles. Ja. Müssen wir noch ein paar Sachen reinpacken hier. Puh. Ja, dann wollen wir mal. Goku, do you think we can really beat Cell? Beats me. Won't know until I fight him. There it is. Ah! You're finally here. I've been waiting for you, Goku. I've been waiting.
the Cell Games begin. That should be everyone. Welcome. They all just flew, didn't they? I guess that trick's pretty popular these days. 16! Looks like you're back in working order. I owe you my thanks, Krillin. And you too, Gohan. Glad to see you're better now, 16. Let's give it our best. Goku, I was created with the sole purpose of killing you. Do not forget this. Man, this guy's nothing but gloom and doom. It's time. Let us begin. I don't care who's first. As the world martial arts champion, naturally that would be me. Oh yeah. That guy? He's dead meat. I say we let him go for it. If, well, when he dies, we'll just bring him back with the Dragon Balls. Jeez, guess we're gonna have to. This is it, folks! The battle to protect the planet is finally underway! The Cell Games have begun! Yeah! Take this! And that! Oh, you're irritating. Mr. Satan! Mr. Satan has been knocked out of the ring! He's lost the match! Well then, let's begin the Cell Games, shall we? Mr. Satan lost? But how? I just lost my footing. I'm gonna take a break, and then I'm gonna mess him up real good. He still doesn't have the slightest clue what he's dealing with. World champion my ass. So, who's first? Well, I guess I'll go first if that's okay. Well, well. In the interest of transparency, I was hoping to save you for the end. Bring it. I can't wait to see what you can do. Hey, der ist sogar 2 Level höher. Das heißt, da kommt ja der Killer-Instinkt richtig durch. Oh. Oder Kampfinstinkt. Oh. Oh. Na warte, hier kriegst du Denki Dana. Da kriegst du noch mal her jetzt. Oh. Wow. Something back. You're one to talk. You're not fighting me seriously either. Lend me your energy. Fighters ought to be somewhat close to their abilities. I'm sure you'd agree. Yeah, you got that right. Hey, erwischt, erwischt. So, Alter.
Impressive indeed, Goku. Nichts gibt's. For fighting. I could say the same about you. If I'm fighting the right person. Same here. Und jetzt schicke ich dich mit der Genki Dama zur Hölle. Super Finish. Well, well, look at you. I must say I'm rather impressed. I wasn't expecting to have this much fun. You better eat one of those sensu beans, Goku. I'm having way too much fun to stop now. If we give Goku a sensu bean and all of us team up on Cell, we can take him down. That's enough, Trunks! You don't have any pride as a Saiyan, do you? And you don't know him at all. He would rather die than beat his opponent in such a way. But if we just let this go on... He can do it. I'm certain of it. I hate to admit it, but no matter what I do, I couldn't go beyond Kakarot's level. He's some sort of genius. But even as powerful as he is, Cell is still one step ahead of him. So what are we supposed to do? He's got something planned, I can tell. Let's just find out what that is. What's wrong? Are you not feeling well? I don't want the fun to stop here. You win. I'm dropping out. I've got a good idea how strong you are now, so... I think I'm done now. Yes! What? What? He's forfeiting the match? What the hell is he thinking? Goku, you do know what you're saying, don't you? You do realize that once you've run out of people to fight me, every last person on the planet will have breathed their last breath. You got the wrong idea. You still have plenty of people to go up against. Can I choose who goes next? Would that be okay with you? Are you seriously going to forfeit? I got a feeling about this next match. It'll probably be the last one. If your next opponent can't beat you, then it's safe to say that nobody can. But just based on what I was able to learn while fighting you myself, I'm pretty confident this guy will have no trouble taking you down. Moin, Brett Grudon. Schön, dass du da bist. Willkommen im Stream. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? What? Get it now? That's why I'm fine with dropping out of this thing. All right, you've piqued my interest. Just who is this mythical fighter you won't stop going on about? The next one up to fight Cell is... He is the only one who's capable of taking down Cell. It's him, isn't it? You're not actually thinking of making him fight, are you? Wow, Piccolo. You seem to know who I'm talking about. Good guess. Ja, ich zocke auf der PS4. Seriously? Goku, are you sure about all this? Oh, I'm sure. This is all part of my plan. Trust me. I hate to admit it,
but you're stronger than I am. At least for now. But who the— Oh, Vegeta. You're in for a real shock there. I find that hard to believe. Wait, you're not talking about me, are you, Goku? Oh, sorry, Krillin. It's not you. That's a relief. Aw, man. Ja, das mache ich, wenn dann, nach dem Stream. I know you're not talking about me, Goku. But who could possibly be stronger than you? Oh, someone is. Trust me. You seem like you know what you're doing. But just who is this person you're talking about? Just trust me. Okay, Tien? So. I know who it is you are considering. I also know that what you are doing is a mistake. Well, I disagree. Oh, my stomach. I don't think I can fight. Calm down. I wasn't going to ask you anyway. Really? I mean, that's just too bad. If only my stomach weren't acting up. So. Komm mal alle. Dad? Und jetzt geht's richtig los. All right, Gohan. You're up. What? Huh? What did he just say? Gohan, you ready? You want me to fight Cell? Ja, das können wir ja gerne dann nach dem Stream machen. Red Coolon. Goku, you're being completely ridiculous. If you couldn't handle Cell, then what makes you think Gohan can? Gohan's hiding way more power than any of us realize. It's downright unreal, you guys. He started tapping into that power while in the hyperbolic time chamber. I never could have imagined this. Here, you gotta check this out. So you know I've gotta ask, Gohan. Did you have any trouble keeping up with my fight with Cell earlier? Well, no, but that's because you two weren't fighting at full power, right? I can't speak for Cell, but me? I was fighting at my full power. But it seemed like I was holding back to you. Am I right? Das ist kein Problem. Der Stream, der geht ja halbe Stunde, dreiviertel Stunde noch und dann können wir das gerne machen. Gohan, is that true? Yeah. Do it, Gohan! You want to be a scholar, don't you? Then save the world, otherwise you'll never get the chance to become one! Okay, I'll do what I can. So I'm going to fight Cell. You can do this, Gohan. We're counting on you. Now get... Okay, Dad. You can do this, provided you do not forget why you are fighting. Huh? Do not forget, Gohan. Gohan, are you really going to do this? I'm going to try. My dad seems to believe in me. Gohan. Wait, you're really okay with this, Gohan? I'm not sure.
Gohan, this is crazy. I know. I have to try, though. Don't. Look, if you're not okay with this, just say so. I can help you get off the hook if you want. No, that's okay. I never thought it was going to be you. I'm starting to get an idea of just how powerless I am. You're not powerless, Tien. You really think you can take down Cell? Yes. My job. You two make me sick. Yep. Well, well, if it isn't Gohan. That's Gohan? A calm and reserved Gohan? How in the hell did that little brat increase his power by so much? I can't believe it! It seems like your father wasn't bluffing about your power after all. But I'm afraid you still don't have what it takes to defeat me, Gohan. Prepare to die! You're up against me! Behold! Hehe, erwischt. Die Donner soll die Sau. Auf. Bluffing after all. You're still doing this, Cell. I don't want to fight. Oh, tell Penner. I can see him. I can follow Cell. know my own strength. I need to focus. I think it's time Boom. to play for keeps. Super finish. This is surprising. You're tougher than I thought you would be. Please, please stop. I don't want to fight you. I don't want to kill anyone, even a bad guy like you. You kill me? That is some kind of joke. Now I've heard everything. I was told that ever since I was a little kid, I'd release an unbelievable amount of power whenever I got angry. That's why my dad thinks I could beat you. He's probably banking on me getting angry.
Do you really think that little bedtime story is going to scare me? If anything, it just makes me want to kill you by whatever means necessary. Hurts, doesn't it? Is it enough to make you cry? You don't want to die like this, do you, Gohan? Goku! Gohan needs help. I'm going in! Wait, Piccolo. We just need to wait for him to get angry enough. If we want to beat Cell, we need Gohan at his full power, and his anger's the key to everything here. That's where you're wrong, Goku. Can't you see Gohan isn't like you? He doesn't like fighting. Do you have any idea what he's thinking right now? He isn't angry at all. Gohan's over there wondering why his father isn't stepping in to save his life. It doesn't matter that he may very well be the most powerful fighter out of all of us. He's just a kid. Krillin, give me a sensu bean. Okay. It's so stubborn. It seems your own pain isn't enough to push you over the edge. What's it gonna take, kid? I wonder, what about the pain of your friends and loved ones? What are you gonna do? I'm ready to do whatever it takes to anger you and draw out that true power of yours. My apologies for getting you involved. I will self-destruct and take Cell with me. Even you can't recover from a blast at this distance. Why? Why did I not explode? Because you can't, 16? Well, you see, when he was repairing you at the Capsule Corporation, Dr. Brief found a huge, bomb inside of your body. He said it was too dangerous to leave in, so he removed it. So ein Mist. Too bad, Android 16. Huh? And now it's your turn. Huh? Wait, what are those things? Go forth, my little Cell Juniors. Make Goku and his friends suffer in pain. Oh yeah, jetzt geht's los. Watch out, guys. These things are scary strong. Be careful. You have to stay on your toes or it's game over. It's now or never. You messed with the wrong guy! Here he comes! We're done for at this rate.
The only thing we can do. Keep fighting. But we're the only ones that can hold these things back. This isn't good. Krillin and the others are in trouble. Hier, Bist, dabei. Big Bang! Jawohl. Hier muss es laufen. Here goes! Und jetzt. Jawohl. I'm sorry, guys. I didn't think things would end up like this. Stop it! I said stop it! Playtime's over, my little babies. Time to finish the job. Kill them! Kill them all! They're all gonna die. If I'm really hiding a lot of power, then I want to unleash it. But how do I get angry enough to tap into that power? What? What's going on? Things aren't looking too good. Perhaps we should fall back. Wait. Before you retreat, please take me to the child over there. I beg you, please do it for the Earth. Are you crazy? You see who's right next to the kid, don't you? It's Cell! You want to help, do you not? I know you do. You are the world martial arts champion, after all. But Mr. Satan is the champion of the people, not monsters like you! All right, I'll do it. Don't do it, Mr. Satan! You'll be killed! Put a sock in. I don't know these guys, but they're giving it everything they got. A true champion can't just turn tail and run away.
So, I just need to get you close, right? Yes, thank you. Man, it's scary out here. You can throw me once you are close enough. Huh? You serious? Here goes. Yeah. Android 16! So, weiter. Go on. It is not a sin to fight for what is right. Give in to your anger. Let it flow through you. There's no need to hold it in any longer. The plants and animals that I love. Please protect them. I'm counting on you. You've prattled on long enough. You factory defect. Go on. He's changed. Gohan and the father-son Kamehameha. You're all gonna pay for what you've done! What? That's Gohan's true power. You actually think you have what it takes to beat me now, don't you? Yeah! Oh, Gänsehaut pur. Gänsehaut pur. Endlich. Endlich der zweifache Super Saiyajin. Und jetzt geht's erst so richtig los. Jetzt gucken wir. Gleich gucken. Gleich gucken. Können wir irgendwas machen? Ja, können wir. Kamehameha verbessern. Geführtes Masenko auf Stufe 3. Läuft, läuft. Haben wir schon wieder ein Stückchen besser. Und jetzt treten wir ihn in den Arsch. So. You're finished! Awfully confident, aren't we? Then please, allow me to show you just how terrifying my true power is. Is that all you've got? Impossible! No one can do this to
possible? How is it that I can lose with this much power? I'm not gonna finish you off yet. Boom. Weg mit dir. Wait! That's 18! He spit out 18! He changed back! He's lost his perfect form! How lame. That's it. It's all over for you now. This can't be. This is not gonna happen. Oh. What is he up to? Not good! You're finished. In about 1 minute, I'm going to explode. If I'm going down, then I'm taking you all with me. You and the entire planet. What? What? Did he just say he's going to explode? I won't let you! You better watch it. Hit me and I explode! Only 30 seconds left! No! No! What are we gonna do? We gotta do something! There's nothing we can do. We're done for. Just 10 seconds left. Welp, I guess this is the only option we've got left. I can't really think of any other way to save the Earth. Goku, wait. What are you doing? Later, you guys. Go on. You did great. I'm so proud of you. Dad! Tell your mom something for me. Tell her I'm sorry. Sorry, King Kai. This was the only place I could think of to bring him. It's gone. Goku's energy is gone. Gohan. Wait, where'd he go? Where's Cell? It's over. You and your dad did it. Good work, Gohan. But my dad! Your dad did what he did with a smile on his face. He was proud of how much you've grown. Come on, Gohan, let's head. This power! It's... It looks like I hit Trunks. You're probably wondering why I'm still alive. Allow me to explain.
I have a small mass inside of me. As long as that mass remains intact, my body can continue to regenerate. Once regenerated, I not only regain my perfect form, but my power also increases, not unlike Gohan's. This must be due in part to the Saiyan cells I possess and their impressive ability to increase one's strength and resilience with every near-death experience I have. I was also able to learn Goku's instant transmission, which, I suppose, makes me even more perfect than, well, perfect. You see, Goku thought he beat me, but instead, he's only made me stronger. You're going to pay for what you did to Trunks! You're dead! Vegeta! You're as good as dust! Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? So much for the Prince of Saiyans. You're next, Gohan. I will avenge my dad! You'll find this fight won't be I'm not gonna make the same mistake. I'm gonna defeat you! Oh nee, oder? Attack, but it seems like you're running out of steam. Or maybe I'm just that much more powerful than you. No! I'll end this quickly. Cells increased power more than I imagined. End this quickly. Hey, hallo. So, geht doch. Say goodbye, Vegeta.
This little game ends here. You and this whole planet are done for! How about this? This has to be enough power to destroy the Earth and the whole solar system! I'm sorry, Dad. Everyone. I didn't have what it takes to beat Cell. I wanted to punish Cell for what he did, but I couldn't. Please, please, forgive me! Gohan! What are you doing? Don't give up! Dad! Pour every ounce of power you've got into that Kamehameha, just like Cell's doing! You can do this, Gohan! You have the power! But I can only use one arm, and I'm not even at full power! You'll be fine. You can still win! Believe in yourself, Gohan. Release it! Release everything! Give him all you've got! Show me, Gohan! Show me our combined power! I will. This is the end for you, Gohan! He actually did it! Way to go, Gohan. Ich sag's immer wieder. Sehen die Sequenzen geil aus oder sehen die Sequenzen geil aus? Also ich bin da jetzt mal aufs Neue geflasht davon. Oh, that was incredible, Gohan! You did it! I can't believe it! Cell's gone! We're saved! Well, we don't have any sensu beans, but Dende will fix them up in no time. Let's get him to Dende! All right, let's go! Hey, Vegeta, you need a hand? I don't need your help, understand? You better stay away from me! Fine. That's it. Kakarot and his kid are finally out of reach. Damn you, Kakarot! How dare you die on me and in such a pathetic way! I'm done fighting. Whoa, what are those guys? Mr. Satan! Where is Cell? Huh? Cell? Well, he's gone. Yeah, I beat him. What?
Those freaks are just prancing around with their flashy magic tricks. So I told them enough was enough, you know, and I went in there and I showed Cell who's boss. Oh, but where are the others? They thanked me and they went home. Incredible! So you mean the Earth has been saved from Cell's reign of terror? Well, that's right. You heard it here first, folks! Earth has been saved! And it's all thanks to our hero, Mr. Satan! 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 Leute, ich weiß, wir machen jetzt gleich Feierabend, aber ich muss noch mal kurz was machen. Bin gleich wieder da. It's okay. You're at Kami's lookout. It's over. Gohan took care of Perfect Cell. Everything's gonna be all right. Gohan? Yeah, he was unbelievably strong. Even you wouldn't be able to touch him. You owe Krillin your thanks. He risked his life to save you once Cell spit you out. Well, I couldn't have just left you there. Oh, I think I get it! You like her, don't you, Krillin? You like 18! Don't blurt it out like that! Huh. So what, little man? You want me to hold your hand or something? Is that what you want? Hey, what's your problem? Is there any way to treat the guy that saved your life? Huh? Calm down, Yamcha. We need to focus. We have to get all the Dragon Balls and use them to revive Trunks and everyone else who was killed. Right. Why did it get dark all of a sudden? What is that? Please bring back all the people who were killed by Cell! Consider it done. Where am I? All right! Interesting. Still can't sense Goku's energy. State your second wish. Wait! Can't you bring back Goku? I'm afraid not. Goku has already been brought back from the dead once before. State another wish. Well, there you go. He can't do it. No. There's got to be a way. We can figure this out. Hey guys, it's me, Goku! Goku? I'm talking to you from Otherworld. Listen up. So, I was talking to Bulma earlier, and she mentioned the fact that I've always got all these bad guys coming after me. And when you really think about it, it sucks how right she is. All that's to say,
I think it's probably better for the Earth if I just stay here. Don't get me wrong, I'm not trying to make a heroic sacrifice or anything. I'm actually getting some special treatment here because I saved the Earth so many times. Normally when you die, you turn into a spirit. But I'm getting to keep my body. Plus, I've got plenty of super strong people from the past to keep me entertained. Which, I'm not gonna lie, is cool. That doesn't mean I don't feel marginally bad for Chi-Chi and Gohan, but you guys don't need to bring me back. Gohan's already way stronger than me now anyway, so you'll be fine. Dad, that's not true. Gotta go. Bye! Okay, and make sure to look me up or whatever when you die. Bye-bye! You know, if you ask me, he seemed awfully happy and upbeat for a dead guy. I grow tired of waiting. State your second wish. Do you not have a wish? That's right! So what should we do? Are we going to wish for something? Shinron! Can you make androids 17 and 18 human again? That cannot do. The androids are far beyond the reach of my power. Well, I guess it was kind of a long shot. Why Android 17? I thought he was dead. No. He was just brought back with the others killed by Cell, so he's alive now. Well, then can you at least remove the explosive devices that they have implanted in their bodies? That I can do. There. The devices have been removed from their bodies. Farewell. Krillin, why would you wish for something like that? Well, I felt bad for them, you know? I mean, who wants a bomb inside their body? But why remove the device from 17's body too? Well, I thought 17 and 18 might be good for each other. I don't think I'm ever going to understand it. This whole love thing. You idiot! 17 and I are brother and sister. I told you to leave me alone, and don't think I'm going to thank you for removing the bomb. Ever. Later. Hey, she said later. Maybe that means she wants to see you again, huh? I have no idea what's going on. I'd be a lot happier, I guess, if it weren't for the fact that Goku's not here. Well, I think I'm going to head back. Chaozu's probably worried about me. Right. I'm gonna get going too. So, Trunks, when are you heading back to the future? I think I'll stay one more night and get some rest before leaving tomorrow. All right, we'll see you off tomorrow then. Mr. Piccolo, are you gonna stay here now? Yeah, that's the plan. Would it be okay if I visited you every now and then? Of course. Bye, Mr. Popo. Bye, Dende. Stop by whenever you want.
father? Oh yeah, trust me. He was pretty upset when you were killed. He flipped out and went all berserk on Cell. Wow, my father? He did that? Ja, somit ist die Welt gerettet. Ich sage, die Sequenzen, vor allem die Sequenzen im Kampf, die sind immer wieder Bombe. Also Gänsehaut pur, Nostalgie pur. Da kommt alles zusammen. I'm off. Goodbye, Trunks! Good luck in your future! Go on. Thanks. I'll do my best. You guys take care of yourselves. Have a safe trip back! Take it easy. Later! Hey, it's me, Goku! With Cell totally gone, Earth is finally at peace once again. Hard to believe that was 7 years ago. I can't help but wonder what everyone's up to. Well, look at that! Gohan's as tall as me now. I'd love to go a few rounds with everyone again. Stay tuned for the next episode of Dragon Ball Z Galactic Showdown with the mighty Majin Buu. You really don't want to miss it, trust me. Und damit kommen wir zum letzten Arc der Dragon Ball Z Serie. Ja. Es ist bald zu Ende. Seit Trunks Rückkehr in die Zukunft sind ein paar Tage vergangen. Son Gohans Frisur veranlasste Chi-Chi zu einer Frage. Gohan, how long do you intend to keep that look? Since Dad died, I've been doing a lot of thinking. Trust me, Mom, I have my reasons. Well, suit yourself, but for the record, I much prefer your normal look to this gaudy Super Saiyan business. Yeah, I'm sorry. You know, you get bigger with each passing day. And you look more like your father, too. You think so? Your fashion choices are yours to make, provided you keep up with your studies. Yes, ma'am. Thank you. I'm not sure where to start. Maybe Piccolo can give me some good advice. Hey, Son Gohan. Hello? Ach, hi, Krillin. Mann, du hast Cell echt gezeigt, wer hier der Boss ist, was? Ich wusste ja, dass du stark bist, aber wow, du bist echt Son Gokus Kind. Wobei ich mich frage, wie viel stärker du sein könntest, wenn du etwas mehr trainieren würdest. Aber wahrscheinlich brauchst du gar kein Training. Es könnten noch mehr Schurken auftauchen, vielleicht sollten wir zur Sicherheit weiter trainieren. Du bist einfach der schlauste Son Gohan. Aber ja, wir wissen nicht, was noch alles geschehen kann.
Ich sollte trainieren, solange ich kann. Aber überanstrengen mich nicht. Cell ist immerhin Geschichte. Alles klar, danke Colleen. Bis denn, du kannst jederzeit vorbeikommen. So. Und damit würde ich sagen, wir beenden für heute den Stream. Mal schön von so, ja, so sieht das schön aus. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr so zahlreich da wart. Lasst auch gerne ein Like da, ein Abo, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst oder keinen Stream mehr verpasst, besser gesagt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst auch gerne ein Abo bei der lieben Giacomo, beim Reinhold 92. Ja. Und ich verabschiede mich für heute und freue mich schon darauf, wenn wir das nächste Mal uns drauf und dran machen, den Arsch zu versohlen. Nein, Red Rudon vergesse ich nicht. Mache ich jetzt sofort, sobald der Stream aus ist. Also Leute, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, eine angenehme Restwoche, falls wir uns nicht mehr hören sollten. Und sage dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dragon Ball Z Kakarot. Servus und ciao!